Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Heute mache ich wieder ein Video zum Thema Transfer und ich habe vor, eine Fotokopie zu transferieren. Ich male auf diesem Stück Zeichenkarton, der ist etwas kräftiger, über 300 Gramm pro Quadratmeter. Und diesen grundiere ich, wie ihr seht, mit einem Acrylmalgel, also einem Gelmedium. Das hat den Vorteil, dass es weniger Wasser als Binder enthält und das Papier quillt nicht so stark auf. Anschließend muss das gründlich trocknen. So, hier habe ich also meine Fotokopie. Es ist eine Art Zeichnung, das heißt, sie hat viele helle Stellen, durch die später der Hintergrund hindurch scheinen kann. Ich muss beachten, dass, wenn ich das transferiere, dann liegt das Papier hier seitenverkehrt, also falsch herum. Deswegen habe ich das Ganze noch einmal kopiert mit einer seitenverkehrten Version. Nun grundiere ich zunächst einmal den Grund mit einer Mischung aus Oker und Zitronengelb. Mit einem breiten Pinsel trage ich das jetzt auf mein Papier auf. Den Pinsel lasse ich sehr feucht und verreibe die Farbe sehr dünn mit etwas Wasser. Das ist jetzt relativ viel Wasser. Ich möchte gleich noch die Alkoholtropftechnik machen. Deswegen nehme ich etwas Wasser zurück, indem ich den Pinsel einfach ausdrücke, etwas trockne und mit dem getrockneten Pinsel Wasser wieder von der Fläche abnehme. So, jetzt kommt der Alkohol auf die obere Partie. Den tropfe ich auf und dann versuche ich, das Brett ein wenig zu heben und zu kippen, damit die Alkoholtropfspuren hinunterlaufen. Das gelingt mir jetzt nicht so besonders gut. Alternativ hole ich mir etwas Wasser, sprühe das Wasser oben auf die obere Kante und versuche dann nochmal das Brett zu kippen, um die Farbe nach unten tropfen zu lassen. Und das klappt mit dem Wasser viel besser. Das ist also meine erste Grundierungsschicht und die muss jetzt erst einmal gründlich trocknen. Es ist noch nicht ganz trocken und ich entscheide mich mit einem Tuch, das, was noch flüssig ist, noch feucht ist, einfach vorsichtig wegzuwischen. So wird der Hintergrund etwas heller. Hier seht ihr die Wischspuren und die Tropfspuren und ich finde das ganz interessant. Jetzt geht es daran, dieses fotokopierte Bild, diese Zeichnung zu transferieren und mein Medium ist wieder Acrylmalgel. Ihr könnt auch Acrylbinder nehmen, aber Acrylmalgel finde ich mindestens genauso gut. Also ich muss mir erst einmal die Stelle aussuchen, wo ich es hinklebe. Ich muss daran denken, dass es eigentlich ja andersrum geklebt wird.
und entscheide mich dann doch für das andere Bild, das seitenverkehrte. Die Position ist ungefähr die richtige und ich brauche ein zweites Blatt, das weiße, was ihr daneben seht, worauf ich dann meine Fotokopie einstreichen kann. Zunächst einmal streiche ich aber dort, wo ich die Kopie gleich aufklebe, den Untergrund mit Malgel ein, dann alle schwarzen Striche auf der Fotokopie müssen gründlich und nicht zu knapp mit dem Malgel bestrichen werden. Möglichst keine Stelle vergessen. So, nun kann ich mein Bild mit der Frontseite nach unten aufkleben. Ich streiche es vorsichtig fest, dass keine Blasen darin sind. Und wenn das okay ist, dann muss es erst einmal ganz lange trocknen. Man kann es ruhig einen ganzen Tag oder eine Nacht trocknen lassen, dann klappt die Transfertechnik am besten. Ich habe nicht ganz so lange gewartet, bin aber sehr vorsichtig. Nun sprühe ich etwas Wasser auf die Oberfläche. Ihr seht direkt, das wird wieder etwas durchsichtig. Und beginne vorsichtig mit meinen Fingern über das Papier zu reiben und es rubbelt sich ab. Es entstehen so Papierröllchen, die dann abgerubbelt werden. Und das mache ich wirklich sehr vorsichtig, um nicht die Farbe mit wegzurubbeln. Wenn ihr das ganz lange habt trocknen lassen, dann wird das auch prima gehen. Ich mache es gerne mit den bloßen Fingern, nicht mit einem Handschuh, weil ich dann auch mehr Kontrolle habe. Ihr seht, diese Röllchen lösen sich, das heißt, die Papierfasern lösen sich und zurück bleibt nur noch der Toner, der sich dann mit dem Medium, mit dem Acrylmalgel verbunden hat, auf dem Papier zurück. Noch eine Information zu dem Bild, zu der Fotokopie. Das ist aus Pixabay. Dort bekommt ihr teilweise kostenlos Bilder, die ihr auch nutzen könnt, die lizenzfrei sind. Und dieser Frauenkopf ist eine Arbeit von Michael Hourigan. Ich verlinke euch den Namen nochmal unten in der Beschreibung. Nun trockne ich das Ganze vorsichtig mit dem Föhn und ihr seht, wenn es trocknet, wird es etwas grauer, etwas heller. Das heißt, es sind noch nicht alle Papierfasern entfernt. Ich lasse das Ganze nochmal abkühlen und feuchte es dann nochmal an und wiederhole diesen Vorgang, um auch die letzten Reste des Papiers zu entfernen. Das wird gründlich getrocknet. Ihr seht, es wird immer noch etwas heller. Das wird aber gleich sich wieder ändern, denn ich überziehe die ganze Fläche mit einer Schicht Malgel. Diese macht die oberste Schicht wieder etwas durchsichtiger und die Zeichnung wird wieder kräftiger schwarz.
Ja, hier seht ihr, ist ein kleiner Sprung drin. Das heißt, ich habe also schon Schwarz und ein Braun gemischt mit etwas Medium, etwas mattem Medium. Und das trage ich jetzt sehr dünn im Hintergrund auf. Möchte aber gleich noch dort eine weitere Struktur hineinbringen. Das heißt, die Farbe sollte nass bleiben, feucht bleiben, denn ich werde gleich eine Folie darauf legen. Die Folie gibt im Hintergrund etwas Struktur. Sie muss auch jetzt gar nicht so lange drauf liegen. Die Farbe war nicht sehr flüssig, sondern mit Medium vermischt und ich kann sie sofort abziehen und sehe die Struktur. Diese Struktur im Hintergrund ist mir ein bisschen zu streng und etwas zu dunkel und mein Lappen ist ganz, ganz wenig feucht und ich wische vorsichtig ein bisschen über die noch feuchte Farbe mit der Struktur, verwische sie etwas, mache den Hintergrund weicher und etwas heller. Hier versuche ich etwas Struktur hineinzukratzen, gefällt mir aber nicht und ich wische es wieder weg. Es bleibt ein leichter Schleier von diesem braun-schwarz Gemisch über dem gelben Untergrund. Ein weiteres Element soll hinzukommen, ein herabstürzender Adler. Den habe ich mir schon ausgedruckt, schneide es aus und derselbe Klebevorgang wie gerade. Ihr seht ihn diesmal im Schnelldurchlauf. Die Prozedur kennt ihr ja schon. Hier noch die Infos zum Bild des Adlers, zur Fotokopie, diesmal auch auf Pixabay gefunden. Ein lizenzfreies Bild von 13 Smog. Ich verlinke euch das auch wieder in der Beschreibung. Nun ist die Oberfläche teilweise durch das Gel etwas glänzend, teilweise auch matt. Um das zu verändern, kommt jetzt eine komplette Schicht Gesso, aber diesmal transparentes Gesso darüber. Ihr könnt auch mattes Malgel nehmen. Das hat eine mattierende Wirkung und ihr könnt sogar später nach dem Trocknen mit Stiften oder Pastellen darauf malen.
So ist alles wunderbar geschützt und hat einen matten Look und nach dem Trocknen kann es weitergehen. Wieder ist ein kleiner Sprung hier zwischen. Hier seht ihr, ich habe den Adler mit Weiß noch ausgemalt. Das Schwarz habe ich in ein Braun umgewandelt. Hier bei der Frau, bei dem Frauenkopf, habe ich mit Weiß einige Lichter hinzugefügt. Auch in den Augen die Lichter nochmal verstärkt. So wird das Ganze lebendiger und fügt sich besser ein. Und im Hintergrund habe ich hier noch 2 hellere Streifen eingefügt, die eine Art virtuelles Fenster andeuten sollen. Hier in dem Kleid der Person, ja, ich deute es als Kleid, möchte ich noch ein paar Muster stempeln. Und dazu habe ich einen Kosmetikschwamm, so einen kleinen, ganz weichen Kosmetikschwamm, den ich erstmal anfeuchte, dann gut ausdrücke, damit er fast wieder trocken ist, und eine Schablone mir ausgesucht. Mit weißer Acrylfarbe tupfe ich nun diese Schablone in diese Schablone und erzeuge im Kleid eine Art Muster. Nach dem Trocknen mische ich mir eine sehr dünne Mixtur aus Medium und etwas Wasser und Sienna gebrannt und lege eine Lasur über die gesamte Fläche des Kleides. Auch in den Hintergrund bringe ich von dem Sienna noch Farbe hinein. Und das mache ich gleich im Verlauf auch nochmal mit Hilfe meines Kosmetikschwämmchens. Aus Ultramarin und Weiß mische ich eine hellblaue Mischung und streiche die mit einem Tuch so ein bisschen in dieses Fenster, was ich da angedeutet habe, und auch noch an 1 oder 2 andere Stellen im Bild. Hier seht ihr
Die Muster sind mir noch nicht prominent genug. Ich möchte sie so ein bisschen an diesen Zeichnungscharakter angleichen und umfahre sie einfach nochmal mit einem Liner. Und hier das Peel-Off, das nicht fehlen darf. Und mein Bild ist fertig. Durch die Kombination von verschiedenen lizenzfreien Bildern kann man wirklich schon kleine Geschichten erzählen und ich finde das sehr spannend, diese Sachen einfach mal ungewöhnlich zu kombinieren. Vielleicht habt ihr dazu auch Ideen, vielleicht macht ihr es auch mit den gleichen Sachen und anderen Farben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude dabei und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!